Hallo und herzlich willkommen in unserer Hengstgarage, dem Ersatzteil- und Produktkanal von Hengst Filtration. Mein Name ist Kai und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr euch für unsere Produkte, Technik und Montage interessiert. Was haben wir heute für euch auf der Werkbank? Unsere Luftfiltereinsätze für den Mercedes Actros MP4 und MP5. Es sind die E2059L und E2060L. Viel Spaß mit diesem Video! Die Hauptanwendung unseres Filters ist der Mercedes Actros der Plattform MP4 und MP5 ab Baujahr September 2011. Die Fahrzeuge haben einen Leistungsbereich von 238 PS bis 626 PS. Die Spitzenmodelle haben einen Hubraum von bis zu 15,5 Litern. Die Mercedes-Motoren werden in On-Road- sowie Off-Highway-Anwendungen eingesetzt. Bevor wir uns den E2059L und E2060L anschauen, machen wir einen Sprung in der Historie und wir schauen uns einmal die alten Filter an. Im Laufe der Zeit gab es bei diesen Typen einige Designänderungen, auch auf der Seite der OE-Hersteller. Und da möchte ich in diesem Video etwas genauer darauf eingehen und die Hintergründe verdeutlichen. Wir sind gestartet mit dem E1059L und dem E1060L01. Diese Filter bestehen aus jeweils zwei ineinander gestellten Faltenbälgen. Der Filter wird von der breiten Seite angeströmt und von dort verteilt sich der Luftstrom anschließend auf beide Faltenbälge. Der äußere Faltenbalg wird nach außen Richtung Gehäusewandung durchströmt. Der innere Faltenbalg wird nach innen Richtung Gehäusemitte durchströmt. Durch dieses Design wird der Staub in der Mitte des Filters gespeichert und auch beim Wechsel fällt kein Staub heraus. Nach einiger Zeit wurden seitens des OE-Herstellers die Gehäuse geändert. Im Deckel des Gehäuses wurden Schwerter platziert, welche in eine Nut in das Filterelement greifen. Das bedeutet auch, dass unsere Hengst-Varianten E1059L und E1060L01 nicht mehr in das Gehäuse passen, da der Deckel des Luftfiltergehäuses nicht mehr vollständig geschlossen werden kann, eben durch diese Schwerter. Es gab einen Zeitraum, in dem wir unseren E1059L und E1060L01 auf einige Fahrzeuge beschränkt haben. Die gerade genannten Schwerter waren der Grund dafür. Für uns war klar, wenn wir unsere Filter wieder für das volle Fahrzeugspektrum freigeben wollen, müssen wir unser Design anpassen. Aufgrund der im Gehäuse befindlichen Schwerter haben wir nicht nur die Aussparungen für die Schwerter vorgesehen, sondern zusätzlich die Geometrie des Faltenbalgs geändert, da es auch hier eine Kollision mit den Schwertern gegeben hätte. Der Nachfolger vom E1059L ist der E2059L geworden. Der E1060L01 wird vollständig durch den E2060L ersetzt. Die Typen E1059L und E1060L01 gibt es nicht mehr. Die Filter E2059L und E2060L können nun wieder für alle OE-Referenzen verwendet werden. Die beiden neuen Typen besitzen die zuvor angesprochenen Aussparungen für die Schwerter und auch der Faltenbalg hat sich geändert. Der Filter besitzt jetzt nur noch einen Faltenbalg. Damit wir die gleiche Filterfläche wie bei unserem Vorgänger und auch der OE-Filter erreichen, haben wir die Faltentiefe deutlich erhöht. Die neuen Filtereinsätze wurden ausgiebig auf unseren Prüfständen getestet. Zum einen liegt der Fokus bei den Prüfungen auf der Filtrationsperformance, wie zum Beispiel Staubaufnahmekapazität und Abscheideleistung. Denn diese beiden Größen bestimmen die Lebensdauer des Filters. Insbesondere eine hohe Staubaufnahmekapazität sorgt für lange Arbeitseinsätze ohne Serviceunterbrechung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Dauerfestigkeit. Unsere Filtereinsätze werden in harten Arbeitsbedingungen eingesetzt, unter anderem in Baustellenfahrzeugen oder auch in der Landwirtschaft. Insbesondere in diesen Umgebungen ist das Gelände uneben und holprig und die Arbeitstage sind lang. Dennoch sollen unsere Filter keinen Schaden erleiden. Daher setzen wir unsere Filter starken Belastungen aus, wie zum Beispiel Vibrationen auf unseren Schwingungsprüfständen, um dynamische Belastungen wie Motor- und Fahrwerksvibrationen zu simulieren. So simulieren wir ein gesamtes Wartungsintervall unter harten Bedingungen. Im Fokus dieser Erprobung steht die Festigkeit von Klebeverbindungen, Dichtflächen und Kunststoffteilen.
Die gerade erwähnten Erprobungen durchlaufen all unsere Filter, damit wir euch die Filter in geprüfter Erstausrüstungsqualität anbieten können. Weitere Informationen zu unseren Produkten und weitere Filter für eure Fahrzeuge findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. In unserem Online-Katalog auf hengst.de haben wir euch alle Produkte für eure Fahrzeuge aufgelistet. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über den 2059L und 2060L lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengst Garage.